Amen. Amen. We've looked at Matthew 13. Wir haben Matthäus 13 betrachtet. We've also looked at a story that centers around Revelation 14, verse 9. Wir haben auch die Geschichte betrachtet, die wir in Offenbarung 14, Vers 9 wiederfinden. And we've also addressed a question. Und wir haben auch eine Frage beantwortet. And all of these things relate to one idea. Und diese ganzen Dinge sind mit einer Idee verbunden. Each of us are confronted with a great test, Jeder von uns hat einen großen Test. individually, Individuell and as an institution or a corporate group. und als eine Einrichtung oder eine Gruppe. And at the same time we are confronted with this test, Und zur gleichen Zeit, während wir diesen Test haben, we're also observers, sind wir auch Beobachter. more than observers. Mehr als nur Beobachter. We're actually people that pass judgment upon those people that are being tested. Wir sind eigentlich diejenigen, die durch den Test durchgehen, richten. So we have these two roles, Also wir haben diese zwei Rollen. someone who judges and someone who is judged. Jemand, der richtet und jemand, der gerichtet wird. We asked a question yesterday. Wir haben gestern diese Frage gestellt. We turned the word from those who judge to observers. Wir sind diejenigen, die richten, zu diejenigen, die beobachten. We asked, can you explain why we are observers and judged at the same time? Und die Frage war, kann man erklären, warum wir zur gleichen Zeit richten und beobachten, wie das funktioniert. Then it's asked, how does it work? Und dann wurde die Frage gestellt, wie funktioniert das? So we addressed that in a Q&A yesterday. Gestern in der Frage- und Antwortstunde haben wir das behandelt. So a question was asked because it was felt that it wasn't addressed properly. Eine Frage wurde gefragt, weil man den Anschein hatte, dass es noch nicht ausreichend behandelt wurde. What does it look like that we are observers Wie schaut es denn aus, dass wir Beobachter sind or that we judge? oder dass wir richten? So I just want to introduce it in a slightly different way. Also möchte ich es hier nochmal in einer anderen Art und Weise sagen. It's that we bring judgment. Es ist, dass wir eigentlich Gericht bringen. So we bring judgment, Wir bringen Gericht, we observe, wir beobachten, we judge. wir richten. There's different ways of explaining the same idea. Da gibt es unterschiedliche Wege, das Gleiche zu erklären. So does anybody have any input to explain how it is that we judge people? Hat jemand hier noch ein wenig Input, um zu zeigen, wie ist es, dass wir Leute richten? Oder wie das funktioniert? Sister Catherine? I don't know where to start. Remember the cardinal rule is to keep the answer simple. Erinner dich, die Kardinalsregel ist, dass wir die Antwort einfach halten sollen. Sister Aileen? We bring a message and they're tested about this message. Also wir bringen eine Botschaft und diese werden dann aufgrund dieser Botschaft hin getestet.
So we bring a message Also wir bringen eine Botschaft to people, zu den Menschen and they will respond to that message, und sie werden ja auf diese Botschaft reagieren and therefore they will be tested. und deswegen werden sie getestet. Brother Carl, Oder Karl? what do we call that message? Was nennen wir diese Botschaft? Der No. Mitternachtsruf? Nein. Is it later on? No. Sister Dahlia? Outcry. No. Give you a clue. Ich gebe dir einen Hinweis. The answer is found in Revelation 14. Die Antwort wird in Offenbarung 14 gefunden. Let her go. Worship? No, not worship. Anbetung? Auch nicht? Third angel's message. Which one? Welches? Third. What the word, not the third. Ist nicht der dritte, sondern das Wort. I don't know. Brother Carl? That with everlasting gospel. Revelation 14, Offenbarung 14, Vers verse 6. 6. So we teach Also wir lehren, that the everlasting gospel dass das ewige Evangelium is a 3-step ist ein 3-Stufen-Prozess, prophetic testing message. eine dreifältige prophetische Botschaft oder Testbotschaft. So this message Also diese Botschaft, that tests people, die die Leute testet, that creates 2 groups, die 2 Gruppen oder die 2 Gruppen kreiert, is as simple as the everlasting gospel. ist so einfach eigentlich das ewige Evangelium. So it's all relatively straightforward. Also ist eigentlich ziemlich gerade heraus. So when we talk about being observers or judging people, Wenn wir darüber sprechen, dass wir Leute richten oder beobachten, the servants, die Diener, if we went to GC 343, wenn wir zum großen Kampf Seite 343 gehen würden, God, through his Holy Spirit, chooses servants here on earth. da tut Gott durch den Heiligen Geist seine Leute hier auf dieser Welt dirigieren. We used another symbol, Wir haben ein weiteres Symbol benutzt. Sister Kathy. Schwester Kathy. The chiasm, is that where you're going? Nope. No? Other symbol. Proxy? Sorry? Proxy? A symbol. We used another symbol. Wir haben ein Symbol. weiteres Symbol benutzt. Roland hat his hand up. I know. Hmm. Simple. Hmm? It's simple. It's not. I Es know. ist It's einfach. just forgetting it. Yeah. Wir vergessen es einfach immer Ja. nur. Brother Roland. I would say the same. Okay. Ich würde das gleiche Give an hint, sagen. please. Give a hint, please. Sure. I make a clue. When the hands stop coming up. Die Instrumente. What instrument? Welche In the hand Instrumente? of God. Die Hand Ja. Gottes. We are instruments in the hand of God. The hand of God was the Holy Spirit. Yeah. Die Hand Gottes war der Heilige Geist. So you're going to come back to us. Also Yeah. jetzt kommt man auf uns zurück. So I'm asking for a symbol. Also frage ich jetzt für ein Symbol, Mm. So we judge. welches wir richten. No, I'm not sure.
The stone. Es ist der Stein. Daniel 2. Daniel 2. What does the stone do? Was tut denn der Stein? Brother Roland, what does the stone do? Was macht denn der Stein? Er schlägt das Standbild an den Füßen. He hits the image at the feet. He hits the image of the feet. beast, Also er tut das Bild des Tieres hier in German Treffen. treffen. Thank you. and then what happens Und was passiert dann? to the image? Was passiert mit dem Bild? Dann fliegt das Bild wie die Spreu auf der Sommertenne. Okay, then it's like the chaff on the wind and it's being It blown hits away. the statue, Also es tut die Statue treffen. and what happens to the statue? Und was passiert mit der Statue? Zerbricht. Breaks apart. Into In was? Pieces. In Stücke. how many? In wie viele? A lot of. No, In viele. not a lot of. If it broke into lots of pieces, Wenn es in viele Stücke brechen würde, we'd have everybody doing different things. dann würde jeder ja eine andere Sache tun. How many pieces does it break into? In wie viele Stücke bricht es? The everlasting gospel, Das Oh, ewige okay. Evangelium? 3-step prophetic tested message that 2. In two. 2 pieces Okay. In zwei Stücke. Chaff. Denn nämlich die Spreu and the Ja, okay. wheat. Okay. und der Weizen. The stone Der Stein is not a good parable. ist kein gutes Gleichnis. Why is it not a good parable? Warum ist es kein gutes Gleichnis? Brother Ari, why is it not a good parable? Warum ist es kein gutes Gleichnis? Because it's not a familiar situation. It's not familiar. Es ist nicht sehr vertraut. You don't see stones flying through the sky doing things. Man sieht nicht, dass die Steine durch die Luft zu schmeißen und fliegen und etwas tun. That's why Das ist ein Grund. when I ask how many pieces did it break the statue into, Und wenn ich gefragt habe, in wie viele Stücke die Statue zerbricht, Brother Roland's forced to go to the literal picture, der ist Bruder Roland dazu gezwungen, zu diesem buchstäblichen Bild zu gehen, which is a pile of dust. welches einfach dann nur ein Haufen von Staub wäre. Many pieces. Viele Stücke. It's so many you can't even count them. Es sind so viele, dass man sie gar nicht mal zählen kann. So we're forced to change the story Also wir sind dazu gezwungen, die Geschichte zu verändern. to something familiar. Zu etwas, was vertraut ist. And he already told us Und er hat uns gerade schon gesagt, it's a threshing instrument. dass es eine Dreschinstrument ist. Danke. And a threshing instrument, Und ein Dreschinstrument, we should all know, sollten wir alle wissen, is a tool that's used in harvest ist ein Werkzeug, was in der Ernte benutzt wird, that separates the good part of the plant from the bad plant, Welch- bad part of it. welches den guten Teil der Pflanze von dem schlechten Teil abtrennt. We would call it the useful part and the waste. Und wir würden das auch den nutzbaren Teil und den Abfall nennen. The chaff and the wheat, Die Spreu und der Weizen. 2 parts, 2 Teile. which fits into that model or statement that we have. Welche in diese Aussage, in dieses Modell, das wir haben, reinpasst. So I want us to be comfortable Ich möchte, dass wir damit komfortabel sind oder okay sind, with what it means to be the one who judges was es bedeutet, der eine zu sein, der richtet or the observer, oder der Beobachter zu sein. because we don't like this concept of judging people. Denn wir mögen ja nicht dieses Konzept, dass wir Leute richten. Seems too personal. Es scheint zu persönlich zu sein. People don't like you looking at their dinner plate, Leute mögen es nicht, wenn man ihre Abendmahl anschaut. looking how much food they're eating or what they're eating. Und wenn man sieht, wie viel Essen sie essen oder was sie essen. We don't want you to feel uncomfortable when you go shopping. Wir möchten nicht, dass man sich komisch fühlt, wenn man einkaufen geht. So when we go shopping, we want to buy our own things and go to the checkout before anybody sees us. Und wenn wir einkaufen gehen, dann möchten wir unsere Sachen kaufen und dann schnell zur Kasse gehen, bevor uns irgendjemand sieht. Because we want to buy something that's private. Denn wir möchten irgendwas kaufen, was privat ist. Even if it's not bad, Und auch wenn es nicht schlecht ist. we don't want people to see what we're doing. Wir möchten nicht, dass Leute sehen, was wir tun. So we have this idea that it's wrong to judge people.
Also haben wir diese Idee, dass es falsch wäre, Leute zu richten. And you, like me, Und du wie ich, have to keep on assuring our friends that it's all right. Eat what you want. I won't judge you. wir müssen unseren Freunden immer weiter bestätigen, dass sie sagen, es ist okay, ess einfach, was du willst, ich richte dich nicht. And we know some people develop reputations Und wir wissen, einige tun gewisse ihren Namen machen, for eating too much, not eating enough. dass manche zum Beispiel zu viel essen oder zu wenig essen. So we live in a culture that says don't judge people. Also leben wir in einer Kultur, wo es heißt, dass wir niemanden richten sollten. So it becomes uncomfortable to think about who these judges are. Also wird es komisch, wenn man oder ungewöhnlich, wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet zu richten oder wenn man das sein muss. So before we move on, let's summarize those symbols of judges. Also bevor wir jetzt weitergehen, lasst uns die Symbole des Richtens zusammenbringen. We'll start with the back row, Sister Catherine. The servants? Sorry? Servants. The first one is the first person has it easy, Also gets harder. die erste Person hat es noch einfach, dann wird es immer schwieriger. Servants. Also die Diener sind die erste Person. Sister Dahlia. Schwester Dahlia. Another symbol for this person who judges. Ein weiteres Symbol für diese Person, die richten würde. Priest? Die Priester. Sister Aileen. Schwester Ali. Angel? Die Engel. Let's go. Third angel. Third angel. Third angel. Sister Kathy. The stone. That was an easy one. Der Stein. Oh. Where's the gym? That starts getting harder. Yeah. all the answers I had are up there. Yeah. This is not a good symbol. Right. So Daniel changes it. Yeah. What did he change it to? In was verändert er es? 235, I think. 235. Daniel Kapitel 2, Vers 35. 35? 35? Yeah, 35. We say yes. Chaff, or the summer threshing floor. The chaff. The chaff is one of the things that is judged. Right. Also es ist nicht die Spreu, weil die Spreu wird ja gerichtet. Sorry? What do you need You're looking to for it's see not that? in the verse. Oh, it's not in the verse. Thresher, a reaper. Thresh. Good. Also Drescher. als ein Instrument des Dreschen. It's not in that verse. The instrument itself, no? Yeah. Fürs Dreschen. The It's the location? threshing floor. Yeah, the location. Let's say thresher. Wir sagen hier jetzt Drescher. So eine Sichel haben wir auch noch. CK. Brother Arian, any more? Oder Eiern, gibt es noch welche? Um, the man with the inkhorn. Der Mann mit dem Schreibzeug. Ezekiel 9. I don't know if you Okay, so we're getting into ones that we, did not talk about. yeah. Ah, okay. Also wir kommen jetzt in welche rein, über die wir noch nicht gesprochen haben. Just put that. Everybody know what inkhorn is? Weiß jeder, was ein Schreibwerk ist? It's
It's the old-fashioned pen that you Es dip. ist, You write. es ist so noch alt, wo man in die Tinte rein dippt. Anybody think of any others? Is it the instrument in the hand of God? GC 343. The instrument is not defined, but there's an instrument in the hand of God. I think in that passage we said that the Holy Spirit was God. Sorry, the Holy Spirit was the hand. And then there's an instrument in the hand. Oh, it says that? I thought so. Men are in the instrument in the hand of God. Also es gibt noch die Instrumente in der Hand Gottes. Das ist großer Kampf, Seite 343 im Englischen. Is there an E here or not? After you. Instrument. An E or not? Ambassador. Botschafter. Is that ambassador? Botschafter. AD? Yeah? Our? Jemand, der erntet. Schnitter. Okay, if we think of any through the class, shout out. Wenn ihr noch an welche denken könnt während des Unterrichts, dann tut es einfach erwähnen. So these are all symbols Also das sind alles Symbole of the role of bringing or giving judgment. der Rolle, wo man Gericht bringt. Sister Catherine, Schwester Catherine, what does that look like? How do you judge? wie sieht das aus? Wie richtet man denn? With your eyes. Sorry? With your eyes. Not literally. Nicht buchstäblich. Just summarizing what we've said so that we're all clear on this. Einfach zusammenfassen, was wir gesagt haben, so dass es jedem deutlich ist. How do we bring judgment? Wie bringen wir Gericht? How do we investigate? Wie tun wir untersuchen? By observing our time. No. Sister Aileen, remember? By giving the everlasting gospel, and they are tested upon this message. Good. Indem wir das ewige Evangelium geben, werden sie aufgrund dieser Botschaft hin getestet. Do you remember Sister Catherine? Yeah. So how do we go about judging people? Also wie richten wir Leute? By the everlasting gospel. We give the everlasting gospel. A bit more? And if you accept, and A seeing bit louder. if you accept or reject it. Good. Also man gibt das ewige Evangelium und schaut dann, ob es angenommen wird oder abgelehnt wird. And what is the everlasting gospel? Und was ist das ewige Evangelium? Simple. Das ist ganz einfach. It's an experience or Es ist eine Erfahrung Feeling. oder ein Gefühl. Experience. mm-mm. A 3-step prophetic testing. Message. Good. Just simply it's a Also einfach gesagt ist es A prophetic testing message. good a message. eine Botschaft. Excellent. So, Sister Sue Ellen. Sorry, they can't see. so, Speaking to the mic. so we give people the message, the everlasting gospel, Mm-hmm. and that actually is an instrument too. That once they hear it, then it starts. It starts the test, the 3 steps. That is the test, and then the process goes down into dividing into 2 groups. So our part is giving them the message, but we don't necessarily have to run around and see where Run they. around and
and see. see where they come out at the other end, do we? So And decide, okay, you got on in the right group. We just give them the message, right? we forgot. You and I get translated. It's my fault, not yours. Also die Sache ist die, das ewige Evangelium ist auch wie ein Instrument und eigentlich die Frage ist jetzt, wir geben die Botschaft, aber wir müssen dann nicht hinterher schauen, ob wie das angenommen wurde oder abgelehnt wurde, ob das stimmt. So I'm going to explore that a bit more. Also wir werden das ein wenig mehr betrachten. So, what have we put here? Was haben wir hier hingetan? Message itself, Eine Botschaft, which is the everlasting gospel. welches das ewige Evangelium ist. So before we explore what you said, Also bevor wir jetzt auskundschaften, was du gesagt hast oder erforschen, Brother Roland, Bruder Roland, are you okay with this last one? ist es okay hier das letzte? The thing that judges. Die Sache, die richtet. Ja, noch genauer ist es die dritte Botschaft. So if we want to be more specific, it's the third one, The third. third message. I'm happy just at this. Das hier ist, finde ich, so okay. We'll explore that a little bit more. Wir werden das noch weiter erforschen. If you're okay with that, Wenn du damit okay bist, can you go back into these kann man zu diesen zurückgehen and tell me which one of those is this? und kannst du mir sagen, welche von diesen ist das hier? Noch ein bisschen genauer, bitte. A little bit more, be a little bit more specific. Okay, so I'll ask the question in a moment. Okay, ich werde die Frage in einem Moment nochmal stellen. So let's go back to what Sister Sue Ellen was saying. Lasst uns nochmal zurückgehen zu dem, was Sue Ellen gesagt hat. So first of all, just repeat what you said Als erstes werden wir wiederholen, was du gesagt hast. so that we can refresh our mind, and then we'll talk a bit about that. Das heißt, wir tun dann nochmal uns das in Gedanken auffrischen und dann werden wir drüber reden. You don't have to lean forward. You just look at that. It'll be fine. I said we A give, bit louder. our job is to give the message Also unsere Arbeit ist, die Ä- Botschaft zu geben, of the everlasting gospel. also die Botschaft des ewigen Evangeliums. We'll stop there. Wir stoppen da. Brother Roland, Bruder Roland, she said, sie hat gesagt, Wir haben eine Aufgabe. we have a task or work. we have a job, Wir haben eine Aufgabe and that is und das ist, Die Botschaft zu geben. to give the message. to give the message. Die Botschaft zu geben. Two things. 2 Dinge. First one, Aufgabe, This is the task, the work. wir. Us. us, Wir Message. the message. und die Botschaft. Good. So we'll hold on to that thought. Also wir halten diesen Gedanken jetzt fest. Us Wir and the message. und die Botschaft. So we'll talk a bit more. Wir sprechen darüber noch weiter. I want to go back here, Ich werde jetzt hierhin zurückgehen and you tell me which one of them is this one. und du sagst mir jetzt, welche von diesen ist dieses hier. Because how many are there? Denn wie viele gibt es denn da? 1, 2. Two. 1, 2. Der erste hier? Mhm. Er möchte wissen, was das ist. This one? Ja, wir. Us Us and the message. Die Botschaft. und die Botschaft. They're the same thing. Sind sie das gleiche? Nein. No. No. Good. Let's carry on, sisters. One. We will give a message. Also wir geben eine Botschaft And the message is actually an instrument that starts a process und die Botschaft ist ein Instrument, das einen Prozess anfängt, that happens in 3 steps and Der in drei- divides 3 Stufen passiert und der etwas trennt people into 2 groups. und der Leute in 2 Gruppen trennt. So it's not us that do anything. Also es ist nicht wir, die irgendetwas tun. Brother Jim, who does all the work? Wer tut denn die ganze Arbeit? The message. The message does all the work. Die Botschaft tut das ganze Werk. If it was us, Wenn wir es wären, what would we have to all be doing? dann was müssten wir denn alles tun?
we'd have to go to all parts of the world, dann müssten wir in die ganze Welt gehen, meet the people, die Leute treffen, a personal interview with them, haben ein persönliches Interview mit ihnen have our check sheet, und dann haben wir unsere Liste da make sure we got the right answer, und dann schauen wir, dass da auch die richtige Antwort gegeben wird and then we'd have to send it off to somebody und dann würden wir es zu irgendjemandem senden müssen, with our response. der mit unserer Antwort. But what Sister Sue Ellen is trying to say, Aber was Sue Ellen hier sagen möchte, so we could be here, ist, dass wir hier sein können. could record this class, Wir können die Unterrichtsstunde aufnehmen and you may never even meet this person. und du tust vielleicht diese Person noch nicht mal treffen. You could be dead, Du könntest tot sein and they could hear your words und sie könnten immer noch deine Worte hören and be judged. und gerichtet werden. You could leave the movement, Du könntest die Bewegung verlassen and your words, und deine Worte, your message, deine Botschaft, could judge them. könnte sie richten. Decades later, Sogar noch Jahrzehnte später. an example, Ein Beispiel. all of those people that have left the movement, Alle Leute, die die Bewegung verlassen haben, today people still reminisce, have a fond memory. also heute haben die Leute immer noch ein gutes Erinnerung They say, you know, Emiliano Richards was a really good speaker. und sagt, Emiliano Richard war ein wirklich guter Sprecher. He helped me to be here. Er hat mir geholfen, dass ich hier bin jetzt. Or they had a different favorite one. Oder sie haben einen unterschiedlichen Favoriten gehabt. If you see where the person is today, Und wo man sieht, wo die Person heute ist, we would argue that they're lost. dann würden wir eigentlich sagen, ja, sie sind verloren. They've lost their direction. Sie haben ihre Richtung verloren. But the message that they gave Aber die Botschaft, die sie gegeben haben, impacted us and still impacts us now. hat uns einen Impact auf uns gehabt und hat immer noch Auswirkungen auf uns. So that's an important point. Also das ist ein wichtiger Punkt. It's not just about us. Also es geht hier nicht nur um uns. When we start thinking about this work of judgment, it's this message that's doing that work. Wenn wir über das Werk des Richtens nachdenken, dann ist es die Botschaft, die dieses Werk vollbringt. Brother Roland, Bruder Roland, which one of these are the message as opposed to us? which one of these? Which one of these symbols Welche dieser Symbole would you say points to the message as opposed to the person? bezieht sich hier oder zeigt auf die Botschaft hin, im Gegensatz zu, dass es auf die Person zeigt. Some of them might be not straightforward, some might be both. Manche dieser, die hier angebracht sind, sind vielleicht nicht so gerade heraus, manche sind beides. Der dritte Engel bezieht sich auf die Botschaft. The third angel is pointing to the message. The third angel. Der dritte Engel, So the third angel der dritte Engel is an angel, ist ein Engel, which is a person. welches eine Person ist. So that would be a person. Also das wäre ja dann eine Person. Because we say the three angels, Wenn wir sagen die drei Engel or we say the three angels' oder wir sagen die drei Engel, messages. Engelsbotschaften The third angel's message. oder die dritte Engelsbotschaft. So when we say that, Also wenn man das jetzt sagt, we've got a bad habit of doing this. da haben wir eine schlechte Angewohnheit, dass wir das machen. It's actually not a bad habit, Eigentlich ist es keine schlechte Angewohnheit. but we should actually say Aber eigentlich sollten wir sagen, that, shouldn't we? wir sollten das hier sagen. The third angel's message. Die dritte Engelsbotschaft. Apostrophe S Also hier so ein Apostroph von S. is what, Sister Catherine? Und das ist was dann? Was bedeutet das? It defines ownership. Good. Es tut den Besitz anzeigen, danke. This is possession Das hier ist Besitz, or ownership. also Besitztum. So there's the angel Also and the hier, message, two separate. hier ist der Engel und die Botschaft, beide separat. Good one. Instrument. Ein Instrument. Good. Gut, That would be one. das wäre eins. You can mark it with a color if you want. So definitely not an ambassador. Also definitiv nicht dieser Botschafter, It's a person. das ist eine Person. Definitely not a reaper. Auch nicht der Schnitter, That's a person. das ist eine Person.
Immer noch. Inkhorn. Die Inkhorn, Good. also das Schreibwerk. Definitely not a servant Auch nicht der Diener or a reaper. oder der Reaper, wie hat er? Oh, sorry, priest. Der Priest, Not an angel. auch nicht ein Engel. The stone, maybe we're not sure. Der Stein ist vielleicht, da sind wir uns unsicher. 'Cause we might say it's the message or the Wir person. könnten sagen, es ist die Botschaft oder die Person. Not a thresher. Und auch nicht der Drescher. Say the sickle. Wir könnten sagen, die Sichel It's not a person. ist keine Person. So some of them are the message, Also manche davon sind die Botschaft and some of them are the messenger. und andere sind der Botschafter. We okay with that? Ist das so okay? So I want us to have a good feel Also ich möchte, dass wir ein gutes Gefühl haben about what it means to be, in the terms of Matthew 13, the servant, was es bedeutet, in Bezug auf Matthäus 13 der Diener zu sein. the person who makes this judgment. Die Person, die dieses Gericht vollbringt. Now, what we've done Also was wir getan haben, is something a bit naughty, ist, dass wir etwas Schlawinerisches getan haben. and the reason I let you do that Und der Grund, warum ich das erlaubt habe, dass wir das tun, is because these lines merge together. ist, weil diese Linien zusammenschmelzen. You have histories that combine, Wir haben Geschichten, die sich miteinander verbinden. and what we haven't done Was wir bis jetzt noch nicht getan is haben, being true ist, dass wir to the line of the priests, Levites, Nethinims, and 144. die Linien der Priester, Leviten, der Tempeldiener und der 144.000 separat oder eingehalten haben. The way we approached it Die Art und Weise, wie wir daran gegangen was sind, through Matthew 13, war durch Matthäus 13. because it's a very neat and simple story. Denn es ist eine einfache und schöne Geschichte. So that's why we combined all of these together. Und deswegen haben wir sie alle jetzt zusammen kombiniert gehabt. So just the simple version that we have. Eine einfache Version, die wir haben. I want us to see that it's acceptable Ich möchte, dass wir sehen, dass es akzeptabel ist, to judge people. Leute zu richten. It's not something that's wicked or horrible, Es ist nicht etwas, was böse ist oder schlimm. that we shouldn't be using passages that say no person can read the heart, Dass wir dann Abschnitte benutzen, wo es heißt, niemand kann das Herz lesen, because we don't know what people are thinking. denn wir wissen nicht, was Leute denken. We don't care what their motivation is, do we? What? We don't care. Wir kümmern uns nicht darum, was ihre Motivation ist. Why don't we care what people's motivations are? Warum kümmern wir uns nicht darum, was die Motivation von Leuten ist? Because we say, Denn wir sagen, whether you like it in your brain ob du es in deinem Gehirn magst or you're just forced to do it, oder du es einfach nur gezwungen wirst, das zu tun, whether you get the mark in your forehead or your hand, doesn't Then make any difference to us. dann macht das keinen Unterschied für uns. We just look at your behavior. Wir schauen einfach nur dein Verhalten an. We don't care why you behave that way. Wir kümmern uns nicht darum, warum du dich so benimmst. If it's because you enjoy it, Wenn es ist, dass weil du daran Freude hast you're forced, oder du gezwungen wirst you're scared, oder du hast Furcht you're confused, oder du bist verwirrt, doesn't make any difference to us. das macht keinen Unterschied für uns. It's very simple and clean. Ist sehr einfach und sauber. Just work out which bucket you're in. Tu einfach rausfinden, in welchem Eimer man sich befindet. And it doesn't matter how you get there. Und es ist nicht, interessiert uns nicht, wie du da hingekommen bist. It really is that simple. Eigentlich ist es nur so einfach. Are you okay with that? Ist das so okay? Put your hand up if you're not okay. Tut eure Hand heben, wenn ihr damit nicht okay seid. Of course, none of us are okay with that, really. Natürlich ist niemand mit uns wirklich in Ordnung damit. Oder stimmt damit nicht überein. We're not okay with that. Wir sind nicht wirklich okay damit. Because Denn
Someone asked a question Jemand hat die Frage gestellt on Friday, am Freitag, which was what? welches was war? Do you remember Friday's question? Erinnert ihr euch an die Frage am Freitag? Sealed. Das Siegel. All about the sealing. Es geht hier um das Versiegelung. And my response, Und meine Antwort war, how comes you don't know? wie kommt es, dass du es nicht weißt? How comes you don't know when you were sealed? Wieso weißt du nicht, wann du versiegelt Because wurdest? a priest asked that question. Denn ein Priester hat diese Frage gestellt. And why do people have this sense Und warum or haben concern or worry? Leute diese Sorge? Why do people have a concern? Warum haben Leute diese Sorge? Why do they need the reassurance, Brother Jonathan? Warum brauchen sie nochmal diese Versicherung? Because if you compare the lines with your own life, Denn man vergleicht die Linie mit seinem eigenen Leben then maybe people ask again if I'm really sealed. und Leute fragen sich wieder, ob ich wirklich versiegelt wäre. Because when you compare your life Denn wenn man sein Leben with what your imagination would think und was das sealing looks like, mit dem vergleicht, wo man in seiner Vorstellung sagt, wie die Versiegelung ausschauen muss, you see holy dann sieht man heilig and unholy. und unheilig. You see that you don't meet the standard that even you would have in your own imagination. Da sieht man, dass man nicht den Standard erreicht, den man sogar in seiner eigenen Vorstellung hat. You see a disconnect. Man sieht da hier eine Unterbrechung sozusagen. You see, Man sieht, when you're sealed, dass wenn man versiegelt ist, you should reach a standard. dass man einen Standard erreicht hätte sollen Control your mouth. und man seinen Mund kontrolliert. And twice a day, Und zweimal pro Tag you're not doing that. tut man das nicht. And that's just about what goes in. Und das ist einfach nur, was da reinkommt. It's probably more than twice a day about what comes out. Zweimal mehrmals ist wahrscheinlich, was auch rauskommt. So we see that we're out of control Also wir sehen, dass wir außer Kontrolle sind, about what goes in and what comes out of our mouths. über das, was rein und raus aus unserem Mund kommt. Remember, the stuff that comes out, Und erinnert euch, dass die Sachen, die rausgehen, what was its source? was war die Quelle? Goes right from your heart. Es kommt ja aus dem Herzen. Because what goes in actually doesn't make that much difference because it comes out the other end. Denn was da reinkommt, ist ja nicht so unterschiedlich, weil es kommt ja einfach am anderen Ende wieder raus. And it doesn't do that much damage, Und es tut nicht so viel Schaden anrichten, according to Jesus. so wie Jesus es sagt. So when we see Also wenn wir sehen, what sealing looks like wie die Versiegelung ausschaut, compared to our lives, im Vergleich zu unserem Leben, it doesn't look quite right. dann sieht es nicht ganz richtig aus. But I said a minute ago, Aber vor einer Minute habe ich gesagt, what don't we care about? worüber kümmern wir uns nicht? We don't care about the motives. Wir kümmern uns nicht um die Motive. So the reason why we speak nicely Der Grund, warum wir nett sprechen, is because, ist, weil, answer one, Frage 1, Sister Catherine, Antwort 1, why do you speak nicely? warum spricht man nett? Because Weil you're nice. man nett ist. Who's your best friend? Wer ist denn, jetzt bin ich dein bester Sister Freund. Kathy. Why does she speak nice? Warum tut sie denn nett sein? Because what comes out of her heart. No. She's nice. Sie, Ja. sie Why does ist she nett. speak nice? Warum tut sie denn nett sprechen? Because she's nice. And that was her answer. Yeah. I want your answer. My answer? Because she has a standard. No. No? Weil sie einen Standard hat? Nein. She doesn't have a standard. Sie hat keinen She's Standard. got no standards. Sie hat keinen Standard. She's horrible. Sie ist schlimm. Of whom? Von wem? You? Because I have the standard. Denn ich habe den Standard. I have the standard of behavior that she should have. Ich habe den Standard des Verhaltens, den sie haben sollte.
She doesn't. Sie hat es nicht. She's worried what I think. Sie hat Sorge darüber, was ich denke. She wants to impress me. Sie möchte mich imponieren. So she says good things, Also sagt sie gute Dinge, nice things, nette Dinge. either because she's nice Entweder weil sie nett ist or she wants me to like her. oder weil sie möchte, dass ich sie mag. Do I really care? Kümmert es mich? No. No. She's come to this school. Nein, sie ist zur Schule gekommen As long as she's nice, und solange sie nett ist, we don't mind why, dann warum sollten wir uns darum kümmern? do we? Ist es so? The report goes back. She's excellent student. Und der Report geht dann zurück oder der Bericht, dass sie ein exzellenter Student war. So when it comes to the mark, Das heißt, wenn man zu diesem Malzeichen kommt, we say we don't care. dann sagen wir kümmern uns nicht drum, If the papacy forced you, ob das Papsttum dich dazu gezwungen hat or you love Sunday, oder du den Sonntag liebst. it's all the same thing to us. Es ist alles für uns das Gleiche. If you love Sunday or you're scared of pain, Wenn du den Sonntag liebst oder du einfach nur Furcht hast vor Schmerzen, doesn't matter. dann kümmert es uns nicht. You okay with that? Ist das so okay? Get it in your forehead or your hand. That's what the scriptures teach. Das ist, was die Schrift lehrt, das ist entweder die Stirn oder die Hand. So we're all sure. Also wir sind uns alle sicher. What does forehead mean, Brother Was, Arian? was bedeutet denn die Stirn? You make a conscious decision. Like Man macht eine bewusste Entscheidung. you want to do it, you love to do it. You want to do it, you love to do it. It's a bit more than conscious. Also es ist ein bisschen mehr als das Bewusstsein, weil man tut etwas, was man es liebt, weil man es liebt. Hand, Die Hand, because this is conscious as well. Yeah, that's true. denn das hier ist auch das Bewusstsein. Hand is just follow because you don't care, you don't mind. Du folgst dem einfach, weil dich es nicht interessiert. Slavery. Das ist Sklaverei. Forced to do it against your will. Du wirst gezwungen, es zu tun, gegen deinen Willen. Jonathan? You just said that the hand is conscious as well. Why? Du hast gerade eben gesagt, dass die Hand, dass man da auch dem bewusst ist. Und meine didn't- Frage ist, wieso? I didn't mean to say the hand was conscious. I meant to say that for the hand to do something, there must be consciousness. Ich wollte sagen, dass wenn die Hand etwas tut, dann muss da Bewusstsein darüber sein. Person Eben. is conscious of what their hand is doing. Die Person ist dem bewusst, was seine Hand tut. How do you understand the mark in the forehead or in the hand? How would you explain it? Wie verstehst du dieses Malzeichen an der Stirn oder in der Hand? Yeah, I would say the forehead is conscious, but the hand, I get your point, but I would say it's force. Like, Ich würde sagen, das eine ist Bewusstsein, die Stirn, und die Hand ist gezwungen. you need to do something which you actually don't want to do. Du musst etwas tun, was du eigentlich nicht tun willst. Sure, but I'm not sure if that's if you use the word in terms of consciousness, which means awareness, Also ich weiß nicht, ob man das in Bezug auf Bewusstsein or if you were using the word conscience as that faculty that we have to discern what's right and wrong, the conscience. I thought you Benutzt- meant consciousness. oder dieses Bewusstsein, also wo wir entscheiden können, was richtig und was falsch ist. At least that's what I thought Brother Arian was saying. Consciousness, awareness, as Und- opposed to the conscience. Ich glaube, das ist, was Bruder Arjan gesagt hat, also dass man dem Ganzen bewusst ist, gegenüber oder im Gegensatz zu, dass man dieses Bewusstsein, dass man über richtig und falsch. So if you're using the word conscience, Also wenn wir, which one is it now? conscience, Also den Verstand, wenn man den benutzt, then if it's in your forehead, dann ist es, wenn es in deiner Stirn ist, you're actually following your conscience. dann folgst du eigentlich deinem Verstand oder deinem Bewusstsein. Hand, Die Hand, you're not following your conscience. dann tust du nicht deinem Bewusstsein folgen. Is that how you meant it? Ist das, wie du es gemeint hast? I understand that when you do something, you're aware of what you're doing. Yeah. Ich verstehe, dass wenn man etwas tut, dass man dem bewusst ist. But I thought the Bible makes a difference between hand and forehead.
let's say, the motivation behind it. Aber ich dachte, die Bibel macht einen Unterschied über die Motivation, die dahinter steckt. Yeah. If we're all on the same page? Ist es so okay? So could you say that in the forehead it's an intellectual agreement? Könnte man sagen, dass es in der Stirn es ein intellektuelles Übereinkommen ist? Yes. Ja. It's not intellectual awareness, Es ist nicht, agreement. es ist nicht dieses intellektuelle Bewusstsein, sondern auch diese Übereinstimmung. Now, what people will now struggle with, Also womit Leute jetzt ein Problem haben werden, because that was all the bad, the Ist denn- mark, das ist dann alles das Schlechte, das ist das Malzeichen. and we're interested in the seal. Und wir sind ja am Siegel interessiert. How does the seal work? Und wie funktioniert das Siegel? Where'd you get the seal? Woher bekommt man das Siegel? In your forehead, for sure. Auf deiner Stirn? Can you get the seal in your hand, Kann man das Siegel auch an deiner Hand bekommen? Brother Jonathan? You said it once in your presentations. Du hast es einmal in deiner Präsentation gesagt. I did. Ich tat es. And if you compare and contrast the seal of God and the mark of the beast, Und wenn man das Siegel Gottes vergleicht und gegenüberstellt mit dem Malzeichen des Tieres, then you need the opposite for. Then you need on the seal side, you need a second place where you put the seal of God, which must be the hand. dann muss man auch an der Hand etwas haben, was das Siegel Gottes dann wäre. So you've used logic, Also du hast die Logik benutzt, following the rules. du hast den Regeln gefolgt. Do you agree with it? Tust du damit übereinstimmen? Yes, Yeah. I was just wondering myself back then. Damals habe ich mich gewundert. So can you get the seal of God just obeying the rules Kann man das Siegel Gottes, indem er einfach nur die Regeln befolgt? simply? Without a renewal of the heart and all that issue? Ohne dass das Herz erneuert wird? So can you get the mark that way? Kann man das Malzeichen so bekommen? Yeah. You said yes already. What it Du hast says. bereits schon Ja gesagt. So my question is, Meine Frage ist, do you believe that you can get the seal? You said going through the motions. Did you say that? No, what did you say? No, just following the rules. Just following the rules. Because this is Yeah. like getting forced to do it. die Voll- Frage ist, kann man einfach nur das Siegel Gottes erhalten, wenn man den Siegeln folgt? Das Following wie the rules. gezwungen wird. Dass man den Regeln folgt? In the English, we would say going through the motions. Same thing. Im Englischen würde man sagen, so den Bewegungen folgen. Going through the motions that has that same feel. I think so. I said it already. Sorry? Yeah, I remember the nature of man's study where you said it's better to do something out of the wrong motivation than not doing it at all in Arkansas. But my question would be, God doesn't force anyone. So how can we have the seal at the hand if the hand is also something that people are forced with? And the next thing is, would it work at the beginning, the first step? We can just follow the rules, but if that is not changed into love, then we are lost too. Also meine Frage ist, Gott tut niemanden zwingen. Das bedeutet, eigentlich könnten wir das Siegel Gottes an der Hand bekommen, weil Gott zwingt eigentlich niemanden. Und dann die nächste Frage wäre, es funktioniert vielleicht im ersten Schritt, dass wir einfach nur den Regeln befolgen, aber wenn es nicht das Herz ändert, wie können wir dann das Siegel Gottes erhalten? Okay, so it was too much. Let's go for the first bit you said. Also es war zu viel. Lass uns erst den ersten Teil behandeln, den du gesagt hast. God doesn't force anyone. God doesn't force people. Gott zwingt niemanden. I'm not so sure if I agree on that. I'm Ich not bin- sure if I agree either. Ich bin nicht sicher, ob ich damit übereinstimme, Because if you don't obey, denn wenn du nicht gehorchst, he forces you to
Leave the country. Dann zwingt er dich dazu, das Land zu verlassen. He forces you to? Leave the country. Forces you to leave the country. Das Land zu verlassen. People have a problem with that? Haben Leute ein Problem damit? The logic. Mit der Logik? Do you get some kind of pressure Gibt es da einen gewissen Druck from God? von Gott? Wanted us to have free will. Ich dachte, Gott wollte, dass wir freien Willen haben. Sure. Ja, sicher. What does free will look like to you? Und wie schaut der freie Wille für dich aus? You agree with your choices. Du stimmst mit deiner Wahl überein. If you agree with your choices, Du tust mit deiner Wahl übereinstimmen. do you think we're all prepared to pay the price Denkst du, wir sind alle bereit oder vorbereitet, den Preis dafür zu bezahlen? of what we want or what we feel is right? Den Preis für das, was wir denken richtig ist oder was wir wollen? I believe so, but we might not understand what that price is. Ich glaube, aber wir verstehen vielleicht nicht, was dieser Preis ist. So, if you like, I don't know, Kentucky Fried Chicken, Also wenn du Kentucky Fried Chicken magst, why wouldn't you eat it? warum würdest du es denn nicht essen? Why would you do it? Why would you not? Warum würdest du es nicht essen? Because you know that it isn't good for you. Weil du weißt, dass es nicht gut für dich ist. So you're doing something Also du tust etwas, that you don't want to do. das du aber nicht tun willst unbedingt. Choice. Aber du machst diese Wahl. Sure. Ja? But if you got the mark of the beast, Aber wenn du das Mahlzeichen des Tieres hast, you don't want to worship on Sunday, dann möchtest du ja nicht am Sonntag anbeten, but you need to take care of your family, aber du musst dich um deine Familie kümmern make a choice. und eine Entscheidung treffen. And we would just say, bad choice, Und wir würden einfach nur sagen, schlechte Entscheidung, die. also stirb. But on the other side, Aber auf der anderen Seite we say, sagen wir, we love KFC, wir mögen KFC, but we don't eat it. aber wir essen es nicht. And then we'd say, Und dann würden wir sagen, Catherine, you look really nice, Schwester Catherine, du schaust wirklich hübsch aus, vegan, vegan. you passed the test. Du hast den Test passiert. And little do we know what she dreams about. Und wir wissen nur wenig darüber, worüber sie träumt. That doesn't matter. Darauf kommt es nicht drauf an. So it doesn't matter what our motivation is for being vegan, just as long as we're vegan. Also es kommt nicht drauf an, was unsere Motivation ist, vegan zu sein, solange wir vegan sind. So that's what Brother Jonathan was saying, I think. Und das ist, glaube ich, was Bruder Jonathan gesagt hat. Doesn't matter why you do it, just as long as you do it. Es ist egal, warum du es tust, als welcher Motivation, solange du es tust. So does God force us? Also tut Gott uns zwingen? Sister Kathy, do you get some pressure? I'm just taking it all in here. Ich nehme gerade alles einfach nur auf. You're taking what in? Was The nimmst du auf? conversation? Die Konversation? Chicken or No, just the forcing. I think it's a word that we have stories that show in Leviticus Wir haben Geschichten oder Bilder in 3. Mose, that we do have a choice die uns sagen, dass wir eine Wahl haben, to obey or not obey, dass wir gehorchen sollen oder nicht. and each of those choices has consequences. Und jede Wahl hat eine Konsequenz. So if you don't keep Sabbath, Also wenn du den Sabbat nicht hältst, you get the mark. dann kriegst du das Mahlzeichen. So that could be a form of forcing. Also das könnte eine Form des Zwingens sein. it could be, that means it could not be. Also es könnte sein, das heißt dann, es since könnte we're es nicht using the sein. term force, yes, that would be, God would be forcing you. Also, I didn't get the first part of that sentence. It would be forcing. Also es wäre dann zwingen. So, mark of the beast. Also das Mahlzeichen des Tieres. If you don't
get the mark, Also wenn man das Malzeichen nicht bekommt, what's going to happen to you? was passiert denn dann mit dir? You get sealed. If you don't get, if you don't get the mark, what will happen to you? Also wenn man das Malzeichen nicht bekommt, was passiert mit You'll dir? be punished. To what level? Death. To Auf- death. Man wird des Todes verurteilt. If you don't get the mark, you're going to die. Wenn man das Malzeichen des Tieres nicht bekommt, dann wird man sterben. Oh, well, I'll just follow through with that in a second. Also einen Moment hier bitte. Which bit of you will die? Welcher Teil von dir wird denn sterben? Don't whisper, please. Body. Your body. Der Körper. So what if you say, I don't want that seal? Sorry, I Und, don't want that mark. und was ist, wenn du sagst, ich möchte dieses No, what if you Malzeichen nicht? say, sorry, what if you say you do want the mark? Entschuldigung, sagen wir, was ist, wenn du das Malzeichen möchtest? So your body is saved. Yeah. Dann ist dein Körper gerettet. Now what happens Und was passiert dann jetzt, when you got the mark? wenn man das Malzeichen hat? You lost Which bit? Welcher Teil von dir ist verloren? your soul. And Body. Deine Seele und dein Körper. so if you get the mark, Also wenn man das Malzeichen bekommt, someone bigger and stronger jemand, der stärker ist und größer, is going to come and hurt you more. kommt jemand, der dich noch mehr verletzen wird. It's all about who you're scared of the most. Also es geht darum, vor wen du am meisten Angst hast. Matthew 10:28. Matthäus 10, Vers 28. Matthew 10:28. Matthäus 10, Vers 28. Fear not them which kill the body, Fürchte nicht diejenigen, die den Körper töten, but are not able to kill the soul, aber es ihnen nicht ermöglicht ist, die Seele zu töten. but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Aber fürchte das denjenigen, der beides töten kann, Seele und den Körper in der Hölle. Someone had a question? Hat jemand eine Frage? Is he gone? Do you have a question, anybody? Hat jemand irgendeine Frage? No? Okay. So, we don't like to think about that Also wir mögen es nicht, darüber nachzudenken, because we want to make God look all good and nice. denn wir möchten, dass Gott so gut und schön aussieht. And we want to make our experience all pure and holy. Und wir möchten, dass unsere Erfahrung so rein ausschaut und heilig. The problem is, Und das Problem ist, if you make your experience all holy and pure, dass wenn man seine ganze Erfahrung so heilig und rein macht, where does it lead? wo leitet es dann hin? Brother Arian, where does it lead to? Bruder Ayan, wo leitet es uns denn hin? If we make our experience holy and pure, This sealing, Dieses Versiegeln, choosing God's side. dass man Gottes Seite wählt. If you choose Satan's side, Wenn man Satans Seite wählt, forehead, hand, we don't care. die Stirn, die Hand, wir kümmern uns nicht drum. When it comes to God, we have a different feel. Wenn wir dann über Gott reden, dann haben wir irgendwie ein anderes Gefühl. And what's the problem with that? Und was ist da das Problem damit? Where does it lead you to? Wohin leitet es dich? that God deals different with his people than Satan does. Dass Gott mit seinem Volk anders umgeht, wie Satan es tut? So if you believe in all this holiness, Also wenn du in diese ganze Heiligkeit glaubst, it leads you to question dann leitet es dich dazu zu hinterfragen. when you look in the mirror, Wenn du in den Spiegel fragst, zu hinterfragen, what? was hinterfragst du dann? How you see. Because when you look at yourself, Denn wenn du dich selber betrachtest, does it match what you read? stimmt es mit dem überein, was du liest? Doesn't. Nee, es tut es nicht. So what you read looks so high, holy and high,
Wenn du nämlich liest, dann schaut das so weit oben aus You look at yourself, und dann schaust du dich selber an you say, I don't meet that standard. und du sagst, ich treffe diesen Standard ja nicht. Even my motivations aren't very good. Selbst deine Motivierung ist nicht wirklich gut. And we look at one another Und wir schauen einander an and I say, that brother over there, you know und sagst, dieser Bruder da drüben, du weißt, they're not going to make it. dass sie es nicht schaffen werden. You see they're struggling. Du siehst, wie sie Probleme haben So therefore they cannot be sealed. oder wie sie kämpfen, deswegen können sie nicht versiegelt werden. That's why that person asked the question, Und das ist, warum diese Person diese Frage stellt. at least partly. Oder zumindest You teilweise. never know why people ask questions. Man weiß natürlich nicht immer genau, warum Leute Fragen stellen. But to have the intellectual and the spiritual doubt Aber diesen intellektuellen und geistlichen Zweifel zu haben, is because we don't see, ist, weil wir nicht sehen, we don't think it's right wir denken nicht, dass es richtig ist, to get the seal in your hand. dass das Siegel an seiner Hand ist. We say it has to be in your forehead only. Wir sagen, es muss nur auf der Stirn sich befinden. Okay. What happened to It's About the Journey? Because it seems like we just care about the end, we're sealed, but not very much about how we get there. Also meine Frage ist, was ist mit, es geht ja, oder der Hauptpunkt ist um die Reise, nicht unbedingt das Endziel, weil die Art und Weise, wie wir hier das äußern, ist, dass wir uns so auf das Endziel, dass wir einfach versiegelt sind, kümmern und nicht unbedingt, wie wir da hinkommen. Well, it's a bit late worrying about the journey, Es ist ein bisschen spät, sich um die Reise zu kümmern, especially when you're over here. speziell wenn du hier bist. This was the end. Und das hier war das Ende. We're not there. We're not. Wir sind es nicht. As the 144,000, we're not. The question was about priests. Die Frage war über die Priester, It's close of probation. das Ende der Gnadenzeit. You're sealed. Und du bist versiegelt. And people Und Leute aren't aware of it. sind nicht dem bewusst. And why are they not aware that they're sealed? Und warum sind sie nicht bewusst dem gegenüber? It's because Es ist, weil doesn't look like it. they don't feel. Denn sie fühlen es nicht. They don't feel like they're sealed. Sie fühlen sich nicht, als wären sie versiegelt. Because they think if you are sealed, it should all be good. It should all be holy. Denn sie denken, wenn man versiegelt wäre, dann müsste das alles so heilig ausschauen. Well, Jonathan? I have two things. Ich habe zwei Dinge. First of all, just to your point now, what about the quote from Ellen White where she says the seal of God will be never placed upon somebody who has his ring or whatever on his Was ist mit diesem character? Zitat, wo Ellen Genau. White sagt, wenn jemand noch ein Runzeln oder einen Flecken auf seinen Charakter hat, kann das Siegel Gottes nicht erhalten? The other thing was, Das andere war, I don't understand how you come to that question, to that conclusion, leads you to question, are you sealed? ich verstehe nicht, wie du mit dieser Schlussfolgerung zu der Frage kommst, bist du versiegelt? So the first one I get, Das erste, was ich herausnehme, Ellen White says no wrinkles. ist, dass Ellen White sagt, kein Runzeln oder, ja, I think that's what you Knittern. said. What about that? More? What about that? Okay, worum geht es da? I didn't understand the second part. you Ich habe said. den zweiten Teil habe ich nicht verstanden. The second part is actually 5 minutes ago. Even you asked Ayan a question. Du hast Aya eine Frage gestellt. I can't remember all the details. And then you say, it leads you to, and then are you sealed? And I didn't get a connection, but Und dann hast du gesagt, und das leitet zu der Frage, bist du versiegelt, bin ich versiegelt? Und ich habe diese Verbindung verpasst oder nicht mitbekommen. When you believe you only get the seal in your forehead, Wenn du glaubst, dass du das Siegel einfach nur an deiner Stirn bekommst when you're here und du bist hier in March 2020, im März 2020, people are asking, are they sealed or not? dann fragen Leute, bin ich versiegelt oder nicht? And why are they asking that question? Und warum fragen sie diese Frage? When they already know Wenn sie bereits wissen, they're in the right box. dass sie in der richtigen Box sich befinden. You're in the movement, Du bist in der Bewegung and there was a shut door here. und da gab es eine geschlossene Tür hier You stayed in the movement, und man bleibt dann in der Bewegung therefore you were sealed. und deswegen ist man versiegelt. So why are people asking that? Also warum fragen Leute das?
Either Entweder they don't know the lines, sie kennen die Linien nicht, which I don't believe, welches ich nicht glaube, or oder they don't feel like they're sealed, sie fühlen sich nicht, als wären sie versiegelt. which is what I suspect is behind their question. Welches ich vermute, was ich hinter ihrer Frage vermute. So it leads to the question, Also es kommt dann zu dieser Frage, are you sealed? oder leitet zu dieser Frage, ist man versiegelt? Because you don't see holiness in your life. Denn du siehst nicht die Heiligkeit in deinem Leben. It's not like you don't see it, you know it's not there. Du weißt eigentlich, ist es nicht da. So Also, that was my point. das ist mein Punkt. What about the quote? Und was ist jetzt mit dem Zitat? You tell me what your thoughts are. Sag du mir, was dann deine Gedanken? I mean, the quote is clear. Für mich ist das Zitat deutlich. I don't know how you can change that. Ich weiß nicht, wie man das ändern kann. We're changing many things, so obviously it's not impossible. Wir tun viele Dinge ändern, also ich glaube nicht, dass es unbedingt unmöglich wäre. Then the question would be not are we sealed, but how does sealing look like? Dann die Frage wäre nicht unbedingt, sind wir versiegelt, sondern wie sieht das Versiegeln aus? Maybe we have a wrong understanding what sealing. Okay, we just discussed that, and you cannot. You're intellectually and spiritually unmovable. Let's go with that definition. Lasst uns mit dieser Definition gehen. What's the reference? Was ist die Referenz? It's ready? Messages. Zweite Band der ausgewählten Schriften. 119.3. I don't think we did one like that, did we? Nee, wir haben das glaube ich Or nicht gemacht. 227. Oh yeah, LDE. 219.3. 3? I think so. Was it 219.2. 2? Punkt 4. In Christus kommt bald. The sealing. Also das Versiegeln. So that you have an intellectual Hat man eine intellektuelle and a spiritual settling into the truth und ein geistliches in die Wahrheit festsetzen, so that you cannot be moved. sodass man sich nicht mehr bewegen kann. What is this truth? Und was ist diese Wahrheit? So, 100 truths? Sind es 100 Wahrheiten? 2? 2? No, I would say it's truth. It says it's singular. It doesn't say truths. Also es ist Singular, die Wahrheit. So I would simply say now the lines. Also ich würde jetzt einfacher halber sagen, es sind die Linien. Lines. Die Linien. So you need to have all the wrinkles taken out of the lines. Also du musst dann die ganzen Zerknitterungen aus der Linie rausgeführt haben. No. The truth are the lines. The wrinkles need to be taken out of my character. Und die Zerknitterungen müssen aus meinem Leben rausgenommen werden. Not out of the lines. Nicht aus den Linien. Your character Dein Charakter is your thoughts. sind deine Gedanken. Okay. And do you believe Und glaubst du, that this line dass diese Linie has the ability to take out the wrinkles hat die Möglichkeit, dieses Runzeln rauszunehmen out of all the hundreds and thousands of thoughts that you have? aus der hunderttausenden Gedanken, die du hast? Depends. We Kommt can drauf say the Bible has not the ability to change me, Man könnte sagen, die Bibel hat nicht die Fähigkeit, mich zu ändern. which is correct. It's just a book with some pages and some letters in it. Welches richtig ist, denn ist nur ein Buch mit ein paar Zeiten drin. But we say it has the ability to change my life. Aber wir sagen, es hat die Möglichkeit, mein Leben zu verändern. Tell me what you believe, not what we say.
Sag mir, was du glaubst, nicht was wir sagen. So I'm going to assume that you're saying you believe that it does. Also ich tue jetzt annehmen, dass du sagst, dass es das tut oder hat. The Let's go Bible with has that, the yeah. ability, Die Bibel hat die Fähigkeit, because the Bible is the lines, denn die Bibel ist die Linien, to take all the wrinkles out of all of your hundreds and thousands of thoughts. die ganzen Runzeln und Unebenheiten aus deinen Tausenden von Gedanken herauszunehmen. And how long will that take? Und wie lange wird das denn gebrauchen? Eternity. Ewigkeit? But you're already sealed. Aber du bist doch bereits schon versiegelt. And then you're going to be sealed again and again. Und dann wirst du immer wieder weiter versiegelt. In a couple of years, Und in ein paar Jahren it'll be the seal. wird es dann das Siegel sein, The one Ellen White meant there, wo Ellen White gesagt hat, ihr Siegel. which is Daniel Welches Daniel? 12. 11, 11, verse, Vers, Brother Carl, oder Karl? and, 41 und? 42? and, 43? good, and, 40? hi, 45. all those verses. All diese Verse. So, all those verses will all come at once. Also diese ganzen Verse kommen auf einmal. Then you'll be sealed, Dann wird man versiegelt. and with everything, with all the wrinkles have been taken out. Und werden die Runzel dann alle herausgenommen sein. My Adventist mind tells me that. Tells you that what? Mein adventistisches Verständnis sagt mir das so, It will? When you sealed your perfect, dass wenn man versiegelt ist, dass man perfekt ist. So, your Adventist mind tells you all the wrinkles will be taken out. Also dein adventistisches Gedankengut sagt dir, dass die ganzen Runzel rausgenommen werden? Yes or no? yes. Ja oder nein? Then ask your Adventist mind, Dann fragt dein adventistisches Gedankengut, after that has happened, nachdem das passiert ist, why are you panicking warum bist du panisch in Daniel 12 in Daniel Kapitel 12, in the time of trouble? in der Zeitperiode der Trübsal? Because who's in trouble? Denn wer hat denn hier Probleme? The saints. You are. Du hast es. So if you are so sealed, Also wenn du so versiegelt wärst, why are you panicking for? warum hast du dann so eine Panik? Quoting or paraphrasing Ellen White, she says, because Satan gives me this bad feeling. Wenn ich jetzt Ellen Whites Worte umschreibe, ist, weil Satan mir dieses oder schlechten Gefühle Or gibt gives me doubts if I really have done everything. und gibt mir diese Zweifel, ob ich wirklich alles getan hätte. Have you already done everything? Hast du denn bereits alles getan? I hope so. Ich hoffe. So we can go to 1 Kings chapter 18, 19. Also können wir zum 1. Könige Kapitel 18, Vers 19 gehen. We're not going to read from there. Wir werden das jetzt nicht lesen. It's the story of Elijah, Es ist die Geschichte von Elia and he's going through this experience, und er wird durch seine Erfahrungen hindurchgehen. Elijah's time of trouble, Die Elias Zeit der Trübsal and he wants to die. und er möchte sterben. Does he want to die because of Satan? Möchte er wegen Satan sterben? Like Satan's plaguing his mind? Oder tut Satan diese Plage in seinen Kopf reinsetzen? At least he gets fear because of his enemy. Er I hat- think his enemy is not God. Und er hat Furcht vor seinem Feind und sein Feind ist jetzt nicht Gott. He gets fear from his enemy. Er hat Jezebel. Furcht vor seinen Feinden, Isabel. She makes him scared. Also sie tut ihn Angst einflößen. He runs away Er rennt weg. because of what? Wegen was? Fear. Wegen Angst. So he's failed in his mission Also hat er seine Mission verfehlt, because he didn't fear her husband. weil er because he didn't fear, weil er nicht Furcht vor ihrem Mann hatte And all of her priests und alle ihre Priester and all the people. und das ganze Volk. What are you trying to say with that? Was versuchst du damit zu sagen? So in Jacob's time of trouble, Elijah's time of trouble, Also in der Zeit der Trübsal von Jakob oder hier in dem Fall Elia, has he actually failed
in this history, Hat er in dieser Geschichte fehlgeschlagen? No. he never failed. Nein, hat er When does nicht. he fail? Und wann tut er fehlschlagen? When his mission is accomplished. Wenn seine Mission vorüber ist. He fails in this history. Er tut in dieser Zeit fehlschlagen. So he's failed after he's sealed. Also nachdem er versiegelt ist, schlägt er fehl. That's what you said? That's what we worked out so far, yeah. Das ist, was wir so bisher herausgearbeitet haben. So how did that failure arise? Also wie ist dieser Fehlschlag aufgekommen? The steps of his failure. Also die Schritte seines Fehlschlags. Motivation is fear. Yeah, fear. And Also die Motivation ist Furcht certain circumstances. und bestimmte Umstände. So- I would venture Also ich würde vorschlagen, here in this sealing period, hier in dieser Verziegungszeit he became cocky. wurde have that er, word? ja, like high, he thinks he's above things. Yeah. Also er denkt da, er wäre oben auf. Übermütig. He got careless, Er ist unvorsichtig geworden, started looking to his own strength, hat angefangen, seine eigene Stärke zu betrachten lets go of God. und lässt Gott los. So by the time he gets to Jezreel, Und zur Zeit, wo er dann nach Jezreel kam, he's doing stuff in his own strength. tut er Dinge in seiner eigenen Macht oder Stärke. God's not there, Und Gott ist nicht da. and he fails. Und er schlägt fehl. He runs away, Und er rennt weg looks back, und schaut zurück. not just on this experience, Nicht nur auf diese Erfahrung, he looks back on this one, er schaut auch auf diese Erfahrung because he zurück. says everything was a failure. Und er sagt, alles war ein Fehlschlag. So, So So, his wrinkles seine Runzeln haven't all been straightened out. sind nicht alle ausgeglichen worden. have not. Sind nicht. He says they have not. Es sagt hier, dass es nicht so ist. He looks at his conduct and you see it has not. Er schaut sein Handeln an und man sieht, dass es nicht so ist. If all his wrinkles had been straightened out here, Wenn all seine Runzeln hier ausgeglichen worden wären, so they're all straight, dass sie alle jetzt gerade wären, what happened here? was passiert denn dann hier? It's like an elastic band. Ist wie ein elastisches Band. You straightened it out, Man tut es gerade ziehen you let go, und dann lässt man es and it los just recalls back. und dann kommt es alles wieder zurück. So we tend to think of wrinkles Wir denken oft oder wir neigen dazu, über Runzeln nachzudenken, Falten, like a shirt. wie bei einem T-Shirt. Once you take the wrinkles out, they're gone. Und sobald, wenn man die Runzeln rausnimmt oder dann Knicke, dann sind sie weg. But maybe Aber es mag sein, it's like an elastic band. vielleicht ist es wie ein elastisches Band. The wrinkles only are taken out Die Knicke oder Runzeln sind dann nur rausgenommen, if you stretch. wenn du es stretcht, also lang ziehst. Because if you don't concentrate Weil man sich nicht konzentriert or focus, oder fokussiert, it just goes back to its original position. da geht es einfach nur in seinen Ursprung wieder zurück. So the implications are Die Auswirkungen wären jetzt was? us. Für uns? Klasse ist oben. Class is over. Der Unterricht ist vorbei. Let's pray. Dann lasst uns beten. Our Heavenly Father, we thank you Unser himmlischer Vater, wir danken dir, as we explore the implications of our sealing. wenn wir die Auswirkungen von unserer Versiegelung erforschen. May we be true to your word. Mögen wir wahr oder gemäß deines Wortes sein, In a mature and proper fashion. in einer reifen und richtigen Art und Weise. Help us to understand what it means to be sealed. Helf uns zu verstehen, was es bedeutet, versiegelt zu sein. Help us to understand what it means to overcome.
Helfe uns zu verstehen, was es bedeutet, zu überwinden. In Jesus' name, In Jesu Namen. we ask not only for a blessing on those thoughts, Bitten wir nicht nur für einen Segen für diese Gedanken, but also upon the food that you've provided for our needs. sondern auch für das Essen, das du für uns bereitest. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen danken wir dir oder beten wir. Amen.